Unser kleiner Ausflug nach Tartosa war genau das Richtige. Und dann, da am Bootssteg, da, wo wir unseren ersten Kuss erlebt haben, hat Nathaniel mir auf einmal einen Antrag gemacht. Ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also, ich habe natürlich ja gesagt, aber ich bin trotzdem unsicher. Ist das wirklich das Richtige? Ich meine, so lange sind wir ja noch gar nicht zusammen. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge unserer Encanto-Generation. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir steigen jetzt hier gleich wieder am Sonntagabend ein. Nach diesem ganz besonderen Ausflug von Victoria und Nathaniel steht wieder das allwöchentliche Familiendinner an. Und die beiden haben diesmal nicht nur die Familienmitglieder eingeladen, sondern auch all ihre Freunde, um ihnen mitzuteilen, dass sich jetzt einiges in ihrem Leben ändern wird und nochmal alle Details ganz genau zu erzählen. Ja, Sophia geht's nicht so gut, die hat einen riesen Hunger. Gut, dass jetzt das Dinner anfängt. So, nun langsam nehmen auch endlich alle Platz. Es sind wirklich jede Menge Menschen gekommen, um mit Victoria und Nathaniel zu feiern. Unter ihnen ist auch, hier kommt er gerade runtergestiefelt, der ehemalige Mitbewohner von Nathaniel, Rue Martin. Ich dachte mir, ja, Sophia fühlt sich gerade wieder richtig selbstsicher. Das ist gut. Sie hat was gegessen, es geht ihr super. Denn vielleicht könnte der ja was für Sophia sein. Bei diesem ganzen Glück über Victorias und Nathaniels Verlobung dürfen wir auch Sophia nicht aus den Augen lassen. Und deswegen dachte ich, wir stellen uns hier mal vorsichtig vor und schauen mal, ob die beiden vielleicht zusammenpassen. Denn den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Der passt auch vom Aussehen her so ein bisschen wenigstens auf Peppas Ehemann. Die Hauptsache ist nur, dass er nicht verheiratet ist, aber da er ja mit Nathaniel zusammen lebte, glaube ich das nicht. Na, vielleicht lassen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen. Die sind auf jeden Fall schon mal gut kompatibel. Das ist für mich auch schon immer ein schönes Zeichen. Und ja, vielleicht können wir ein bisschen was noch über ihn rausfinden. Oh, jetzt kommt er sogar rüber. Das ist schön. Da können wir uns noch ein bisschen besser unterhalten. Und vielleicht, ja, er ist finanziell gut aufgestellt. Okay, das ist jetzt hier nicht das Alleinstellungsmerkmal, um das es uns geht. Aber der sieht doch super sympathisch aus. Also den könnte ich mir gut vorstellen an Sophias Seite. Oder was sagt ihr? Doch, ja, wie die da zusammen sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass da mehr draus wird. Der große Tag ist gekommen. Victoria und Nathaniel heiraten heute. Und Sophia ist zwar immer noch glücklicher Single, wenn man ihren Lebensstilen glaubt, aber sie versteht sich immer noch sehr, sehr gut mit Rue Martin. Und ja, also wenn man hier vielleicht nicht auf der Hochzeit sich ein bisschen näher kommt, ich weiß auch nicht, ne? So, und was macht denn, sie sind sehr zufrieden in der Beziehung. Ich glaube, die haben noch gar keine Beziehung. Die haben sich noch nicht mal geküsst. Habt ihr eine Beziehung? Nee, ihr seid Turteltauben. So, und was macht unser Brautpaar? Ich habe sie schon vorbeigehen sehen gerade. Hier, das ist Victorias Brautkleid. Ich fand, das passt sehr gut zu ihr. Und Nathaniel hat auch ein kleines Makeover bekommen, denn er soll ja später natürlich auch ein bisschen aussehen wie der Vater aus Encanto. Und die beiden nutzen jetzt hier noch so ein bisschen die Zeit zusammen. Und während ich Sophia und Rue beobachtet hatte, habe ich gerade noch was ganz Interessantes festgestellt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier nochmal auf die Kamera bekommen. Ich habe hier nämlich gerade Cassandra langlaufen sehen. Und das sah aus, als hätte die Nerven, hier auf unserer Hochzeit schwanger aufzutauchen. Da ist sie, da ist sie. Und sind die Gerüchte wahr? Ist es wirklich so? Ist sie schwanger? Ist auf jeden Fall super heiß in diesem Kleid. Kann ich gut nachvollziehen. Na, stehst du mal auf? Können wir es sehen? Wir können es jetzt in diesem Kleid hier nicht sehen. Es ist nur so ein bisschen angedeutet. Aber ich glaube, wenn jemand da irgendwie total nachgiebig ist und sich einfach nur für seinen Bruder freut über dieses Ereignis, dann ist es
Victoria in ihre Rolle als Julieta, die einfach jedem sein Glück gönnt und jetzt hier überhaupt keine Szene macht von wegen, oh nein, meine Schwägerin hat mir die Show gestohlen auf meiner eigenen Hochzeit. Und ich habe schon das allererste Problem entdeckt. Die wollen sich alle nicht hinsetzen. Cassandra hat sich gerade eingepullert, weil es hier so ein Problem gibt. Ich würde sagen, die beiden heiraten jetzt einfach. Ich wollte einmal eine schöne Traumhochzeit haben, aber nein. Versuchen es nochmal. Setzt euch hin. Nein, ihr winkt alle nur. Ist klar. Dann lasst uns doch das Gelübde ablegen und ja, vielleicht wird ja das was. Nach einem kurzen Outfitwechsel ist es mir gelungen, die Sache doch noch zu klären. So ein bisschen unschlüssig stehen sie noch rum, aber da kommen sie jetzt. Unsere Victoria läuft einfach durch die Pfütze durch. Nathania hat es auch geschafft und alle warten jetzt hier einfach nur darauf, dass die beiden sich endlich das Ja-Wort geben. Heute ist der Tag endlich da, auf den ich so lange gewartet habe. Nathania und ich heiraten und mein Bruder traut uns. Und so viele Menschen sind gekommen, um uns bei diesem Schritt zu begleiten. Ich bin echt ganz schön aufgeregt. Machen wir wirklich das Richtige? Aber ich bin doch so glücklich mit ihm, auch wenn das jetzt alles einfach viel zu schnell ging und es mir immer so schwer gefallen ist, Menschen zu vertrauen. Aber er ist einfach der Richtige. Er weckt so viele Dinge in mir, von denen ich nicht mal wusste, dass sie da sind. So viele Gefühle und Träume und Hoffnungen. Er ist einfach mein absoluter Traummann. Die Hochzeit ist ein voller Erfolg. Victoria merkt jetzt, dass sie körperliche Nähe mag, auf die sie ja all die Jahre ich sag's jetzt mal, als Elsa verzichten musste. Ihre Geschwister sind da, die Partner ihrer Geschwister sind da. Und es ist einfach ein rundum gelungener Tag, auch wenn er eben unperfekt ist. Es ist jetzt dunkel geworden, die ersten Gäste essen schon was und ja, ich glaube, es ist jetzt noch ein bisschen Zeit für den Hochzeitstanz, beziehungsweise die Hochzeitstorte, die hätte ich ja ganz vergessen. Hier ist die Hochzeitstorte. Selbst gebacken von Victoria natürlich. Und ich denke, die könnten wir vielleicht auch noch anschneiden. Ich bin so durcheinander. Ich meide Hochzeiten ganz, ganz oft. Weil einfach immer irgendwas schief geht. Ich habe noch nie eine perfekte Hochzeit erlebt. Doch, vielleicht vor dem Erweiterungspack. Oh, Cassandra, dir geht's gar nicht gut. Oh, das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Und alle sind schon wieder weg, während Victoria und Nathaniel die Torte anschneiden. Ja, so haben wir das erwartet. Nein, ein paar schauen doch zu. Hui, hups. Haha, passiert. Passt zwar eher zu Nathaniel, aber was soll's. Und wer hat hier Hand oben? Nathaniel? Ich hab's genau gesehen. Und alle zugreifen, guten Appetit. Ich würde auch sagen, das ist ein rundum gelungenes Ende für diese Hochzeit. Und schaut mal, wer hier gerade auf der Hochzeit noch ganz romantisch seinen allerersten Kuss erlebt. Unsere Sophia und ihr Rue, der vielleicht auch ganz bald zu einem Teil der Großfamilie in der Casita werden wird. Wir können ihn ja gleich mal fragen, ob er sich vielleicht auch eine Beziehung vorstellen könnte, auch wenn Sophia ein glücklicher Single ist. Oh, er muss dringend auf Toilette. Ja, komm, dann fragen wir doch das ganz schnell. Dann überlegt er vielleicht auch nicht so lange. Nein, hey, nicht weglaufen. Nicht weglaufen, du musst mir diese Frage beantworten. Du musst mir diese Frage beantworten, ganz, ganz dringend. Aber sag mal, gibt's denn hier keine Toiletten oder was? Ja, und es hat natürlich geklappt und wow, das ging jetzt schnell. Also Sophia wollte vorher keine Kinder, war glücklicher Single und jetzt, da sie ihn um die Beziehung bittet, würde sie sich über ein Kind freuen. Wollen wir da... Ich klicke bei sowas immer am liebsten das. Und ich glaube, ich mache das jetzt auch. Ich will es mir nicht zu einfach machen. Und? Nein, doch nicht. Okay. Okay. Na, mal schauen, ob sich das vielleicht noch ändert. Wir sind gerade wieder nach Hause gekommen und ich habe überlegt, ob ich Rue Martin einladen kann um 23:30 Uhr, ob er da noch nicht schläft. Aber klar, wir sind gerade erst alle von der Hochzeit nach Hause gekommen, um ihn zu fragen, ob er bei uns einziehen will. Und da kam jetzt diese Frage. Gleich als wir nach Hause kamen, kam diese Frage.
Ich habe viel darüber nachgedacht und wollte dich fragen, ob wir zusammenleben sollen. Und ich denke, ja, doch, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich würde mich freuen, sagt Sophia. Und wow, er bringt auch noch eine Katze mit. Die Katze heißt Fluff. Okay, bring die Katze mit. Und er verkauft seine gesamte Einrichtung, kommt zu uns und wird allerdings das andere Apartment beziehen. Fluff geht gleich mal rein. Der könnte ja vielleicht die ganzen Mäuse fangen. Geht das? Ich glaube, ne? So, aber ihr drei, Fluff, Rue und Sophia, ihr zieht jetzt gleich wieder aus. Wir gehen gleich in die Welten verwalten. Wir verabschieden uns von unserer lieben Sophia, von unserem Rue, der übrigens, habe ich vorhin mal zufällig gesehen und fand das auch wieder sehr passend zu Encanto. Oh, er möchte auch kein Kind übrigens. Er ist Mitglied in der Love League und ich glaube, das passt, weil der, wie heißt der, Felix, der Mann von Pepper in Encanto auch an sich ein sehr witziger Typ ist. Ja, danke. Das passte doch gerade wundervoll. Und genau, die beiden werden jetzt umziehen und dann schauen wir uns doch gleich mal noch das neue Apartment von den beiden an. So, also es sieht von außen ziemlich gleich aus, ne? Weil das hier unten alles Gemeinschaftsräume sind. Ich erhoffe mir auch davon, dass wir uns häufig begegnen werden, also unseren anderen Verwandten. Und wir gehen nach oben, können jetzt Julietas Räume nicht mehr sehen. Fluff ist ein fauler Kater, können hier aber schon, ich will nicht zu viel spoilern, die Räume der Kinder sehen. Das hier ist wahrscheinlich Dolores Zimmer. Ja, ich will jetzt hier gar nicht zu viel sehen, aber guck mal hier. Hier, genau. Ah, und hier haben wir auch die Wettermaschine. Schaut mal, hätte ich gar keine kaufen müssen, wenn ich das gewusst hätte. Hier ist jetzt das neue Ehebett der beiden. Das können wir jetzt sehen. Die anderen Zimmer brauchen wir später. Ja, Bad und Kinderzimmer bleiben natürlich. Auf das Kinderzimmer müssen alle Zugriff haben. Gut, und eine Etage höher gehen wir jetzt nicht, um uns nicht übertrieben zu spoilern. So, und die beiden sind, glaube ich, einfach super glücklich, dass sie jetzt hier eigenes Reich haben. Fluff wird natürlich auch noch ein bisschen was bekommen. Ich finde das einfach wunderschön, dass auch Sophia jetzt jemanden gefunden hat. Und nun, da wieder Sonntag ist, sind wir wieder auf der anderen Seite der Casita bei Nathaniel und Victoria und haben zu dem allwöchentlichen Familiendinner eingeladen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr immer mal auch zu Sophia und Rue springen wollt, um zu schauen, was bei den beiden so geht. Ja, Sophia begrüßt ihre Schwester erstmal. Rue läuft schon zielstrebig zum Tisch. Und ich war zwischendurch auch noch in einem anderen Haushalt, nämlich bei Oskar und Cassandra. Wie wir sehen können, ist Cassandra nun nicht mehr schwanger. Sie hat ihren ersten Sohn bekommen und den habe ich auch eingeladen. Ich wollte nämlich, dass Victoria ihn kennenlernt und er wurde hier draußen einfach abgelegt. Darf ich vorstellen? Das ist Louis Mortimer Goss. Ich wollte irgendwie was mit den Namen der beiden Väter machen und habe mal geschaut, was die spanische Version von Ludwig war. So hieß ja Oskars Vater. Und da fand ich das eine ganz gute Kombination. Und wie schön, dass jetzt irgendwie alle da sind und sich wieder mal zum Essen versammeln können. Und Nathaniel geht schon total in seiner neuen Rolle hier auf und ruft diesmal alle zum Essen. Unsere Familie wächst und wächst. Nun sind wir sogar schon zu 6 am Tisch. Alle meine Geschwister sind glücklich in ihren Beziehungen. Und Sophia und Rue haben sogar nun ihre eigenen Räume für sich entdeckt in der Casita. Sie sind einfach an dem Tag aufgetaucht, als Rue hier einziehen wollte. Das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Aber was sag ich eigentlich zu 6? Wir sind sogar zu 7. Cassandra und Oskar haben ein Baby bekommen, den kleinen Louis, in Erinnerung an unseren Vater. Ich habe ihn auch ein bisschen auf dem Arm halten dürfen, damit die Eltern mal in Ruhe essen können. Und es war wirklich schön mit ihm. So lustig. Ob wir auch ein Baby bekommen sollten?
Ich habe tatsächlich etwas Angst davor. Was, wenn ich dafür einfach nicht gemacht bin? Wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich auch gut für es sorgen können, egal ob es irgendwie anders ist. Ich möchte nicht, dass es eine Kindheit wie die meine verbringen muss. Später haben wir uns alle noch zum Dessert versammelt. Aber irgendwie ist mir ein bisschen schlecht. Normalerweise freue ich mich am allermeisten auf das Dessert, aber es hat seltsam gerochen und ich habe dann auch irgendwie nicht mehr so lange dort sitzen wollen. Nathaniel hatte absolutes Verständnis dafür und hat gesagt, ich soll mir all die Zeit nehmen, die ich brauche.